Sie sind erwiesenermaßen unschuldig und trotzdem sitzen sie im Gefängnis. In El Salvador schickt man Kinder, deren Mütter straffällig geworden sind, einfach mit in den Knast. Und so wachsen sie hinter Gittern auf. Kommen Sie mit uns auf einen einzigartigen Trip in ein Land, das keine Gnade kennt. Wir sind unterwegs im gefährlichsten Land der Welt, El Salvador. In dem kleinen Staat, gerade mal so groß wie Hessen, werden jeden Tag 18 Morde verübt. Der Grund sind zwei rivalisierende Gangs, die seit Jahren einen brutalen Krieg auf den Straßen führen. Wie sehr die Gewalt das Leben in Salvador bestimmt, spüren wir schon kurz nach unserer Ankunft. Direkt neben unserem Hotel wird ein 15-Jähriger auf offener Straße erschossen. Für Salvadors Kinder gehören solche Szenen zum Alltag. Schlimmer, meist werden solche Verbrechen sogar von Minderjährigen verübt. 60.000 Kinder sind Mitglied in einer Gang. Unser Ziel ist heute ein Gefängnis, das den Kindern eine andere Zukunft geben will. Ein Knast, in den straffällige Mütter ihre Kinder mitnehmen. Aufwachsen hinter Gittern. Ob das ein sinnvolles Konzept ist? Okay, also jetzt hier so auf den ersten Blick. Stacheldraht, Zäune, Waffen, das ist einfach ganz klar Knast. Ich weiß nicht, wie man hier jetzt wirklich eine glückliche Kindheit haben kann. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Wir wollen heute herausfinden, wie die Kinder hinter hohen Mauern und NATO-Draht aufwachsen. Geht es ihnen hier gut? Kann man so glücklich groß werden? Oder ist das Leben im Gefängnis vielleicht sogar besser und behüteter als draußen auf den Straßen? Über ein halbes Jahr mussten wir auf eine Drehgenehmigung im Mutterknast warten. Denn die Frauen, die hier leben, sitzen nicht wegen Bagatellen. Die meisten sind hier wegen Mord, Prostitution, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Erpressung oder Entführung. Wir sind verabredet mit der Gefängnisdirektorin Morena Guadalupe Mecha. Guten Morgen. Sind Sie die Direktorin? Die bin ich. Willkommen im Mutter-Kind-Gefängnis. Danke. Können Sie mir etwas über das Gefängnis erzählen? Wie viele Frauen sind hier inhaftiert? Wie viele Kinder leben hinter Gittern? Wir haben hier 118 Frauen und ebenso viele Kinder. Und 23 hochschwangere Frauen, die ihre Kinder bald bekommen. Die knapp 150 Frauen leben in nur 3 Großraumzellen, zusammen mit ihren Kindern. Zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh schließen 2 Wärterinnen die Zellen nacheinander auf. Okay. Also es ist sehr stickig, es ist sehr schwül. Und es riecht auch sehr nach Windel hier drin. Bei knapp 50 Kindern in einem großen Raum nicht so überraschend. Aber der erste Eindruck ist deutlich besser als das, was wir erwartet hatten. Es ist sauber, ordentlich. Die Kinder alle in guter körperlicher Verfassung. Und der Raum ist sehr bunt. Man kommt sich eher vor wie in einer Jugendherberge als im Gefängnis. Also jeder bekommt eins dieser Betten, ja? Genau, jeder. Das ist jetzt nicht so viel Platz. Also ich sag mal, das sind 2 Quadratmeter. So, das ist nicht so viel Platz. Naja, das ist ja auch ein Gefängnis und du darfst nicht vergessen, dass das viel bessere Konditionen sind als das, was manche zu Hause haben. Klar, dass die Direktorin so etwas sagt. Aber wir wollen mehr erfahren. Das Leben im Mutter-Kind-Knast aus Sicht der Kinder sehen. Veronika erlaubt uns, unser eigenes Bild zu machen. Hi, ich bin Delmi. Ich bin Raphael. Und du? Wie heißt du? Hallo, Jorge. Sag mal, hier wohnst du? Ja, genau. Wir haben ein Bett und ein Kinderbett zusammen. Delmi sitzt 8 Jahre wegen Erpressung mit Todesfolge.
4 hat sie schon gemeinsam mit ihrem Sohn Jorge abgesessen. Als sie ins Gefängnis kommt, ist er gerade mal ein paar Wochen alt. Das ist ja jetzt nicht so viel Platz für dich und dein Kind. Ach, das ist schon okay. Aber das eigentliche Problem ist eher, dass wir so viele in einem Raum sind. Da gibt es oft Reibereien zwischen den Kindern, aber auch zwischen uns Müttern. Wir dürfen Delmi und Jorge heute begleiten. Wie jeden Morgen geht es als erstes in den Waschraum. Ein paar Duschen, 50 Waschbecken. Sieht einfach aus, ist hier aber tatsächlich absoluter Luxus. Fließendes Wasser kennen viele aus den ärmeren Vierteln San Salvadors gar nicht. Delmi, weiß Jorge denn eigentlich, dass er hier im Gefängnis ist? Nein, ich denke nicht, dass er das hier als Knast sieht. Für ihn ist das unser Zuhause. Er hat keinen Schimmer, dass das hier ein Gefängnis ist, in dem wir leben. Mag sein, dass es Jorge nicht anders kennt. Und zugegebenermaßen tun die Mütter hier wirklich viel, das Erscheinungsbild des Gefängnisses zu verändern. So wird der Stacheldraht mal schnell zur bunten Wäscheleine. Und auch Jorge wirkt viel lebensfroher, als wir erwartet hatten. Aber sicher bekommen Kinder mit 4 Jahren viel mehr mit, als man denkt. Besonders wenn man so offen mit der Situation umgeht wie Delmi. Mein Herz, was wünschst du dir? Ich hätte gern einen Esel. Ein Esel? Was denn für ein Esel? Ein Esel zum Spielen. Ein Esel zum Spielen? Ach so. Okay, ich verspreche dir, den kriegst du, wenn wir hier raus sind. Gespräche übers Freisein. Gitter vor den Fenstern, versperrte Türen. Für uns ist das alles beklemmend. Für Jorge ganz normal. (9 Uhr morgens. Einmal am Tag darf Delmi für ein paar wenige Minuten das Gefängnis verlassen und Jorge in den direkt nebenan gebauten, knasteigenen Kindergarten bringen. Das soll ein bisschen Normalität in den Gefängnisalltag bringen, wenn auch in Handschellen. Nein, nein, das ist ja nichts Schlimmes. Er hat keine Ahnung, was Handschellen sind, oder? Mein Herz, wie nennen wir die? Schmuck. Schmuck, genau. Und was ist das Besondere an dem Schmuck? Der darf nicht zu eng sein, sonst tut er dir weh. Tatsächlich scheint die heile Welt, wie Delmi sie für Jorge konstruiert, zu funktionieren. Und Jorge scheint ein sehr glückliches Kind zu sein. Auch die äußeren Bedingungen sind optimal. So gibt es im knasteigenen Kindergarten sogar eine 24 Stunden ärztliche Betreuung. Das wäre schon bei uns in Deutschland ungewöhnlich. Hier in El Salvador ist es purer Luxus. Trotzdem bleibt da ein fader Beigeschmack. Irgendwas fehlt. Ich kann nur noch nicht genau sagen, was es ist. Während Jorge mit seiner Kindergartengruppe spielt, können die Mütter im Gefängnis arbeiten und ein bisschen Geld verdienen. Nähen, stricken oder wie Delmi auf dem Feld. Wir schauen uns etwas genauer im durchaus schönen, bunten und gut ausgestatteten Kindergarten um und treffen Erzieherin Maria. Was ist hier anders als in anderen Kindergärten? Was wir vor allem machen müssen, ist den Kindern einen physischen und emotionalen Schutz zu geben. Denn diese Kinder brauchen eine ganz besondere Betreuung, wenn sie mit ihren Müttern im Knast sind. Warum? Weil diese Kinder ganz elementare Dinge überhaupt nicht kennen. Wie zum Beispiel, dass man an einem Tisch isst. Diese Kinder brauchen wirklich eine Art Lebenserziehung für die Welt da draußen.
Klar, wenn man in einem Raum mit 50 anderen Kindern und Müttern aufwächst, bleiben elementare Dinge wie ein Familienleben auf der Strecke. Und erst jetzt bemerke ich auch, was mir seit meiner Ankunft im Mutter-Kind-Gefängnis auffällt, beziehungsweise eben nicht. Männer. Die Kinder haben hier keine männliche Bezugsperson. Mütter, Wärterinnen, Direktoren, Kindergärtnerinnen. Alles Frauen. Also was tatsächlich auch ein bisschen erstaunlich oder vielleicht auch ein bisschen erschreckend ist, wenn wir mal hier reingucken. Ja, das da ist mein Kameramann. Die Kinder wuseln sehr, sehr viel um uns herum. Also, wir suchen wirklich diesen männlichen Kontakt. Die Betreuerinnen haben dann kaum noch was zu tun. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie sehr sie eigentlich so eine Vaterfigur auch suchen. Also tatsächlich haben sie meinen Kameramann gerade auch schon 2-3 Mal Papa genannt. Halten wir fest. Tatsächlich geht es den Kindern hier gut. Und soweit wir das beurteilen können, scheinen sie auch hinter Gittern eine glückliche Kindheit zu haben. Auch wenn vielleicht eine klare Vaterfigur fehlt. Aber je länger wir bleiben, desto deutlicher offenbaren sich die tiefer liegenden Probleme. Vor allem Verlustängste. Adios. Adios. Wohin gehst du? Wohin du gehst? Ich gehe nun mal eben zum Eingang. Vamos a la entrada. Zum Eingang? Da vorne? Aquí. Da vorne. Sí. Genau. Okay. Okay? Adios. Ich möchte noch einmal mit der Erzieherin über die Kinder und ihre Beziehung zu ihren Vätern sprechen. Und dann erkenne ich das wahre Problem vom Konzept Mutter-Kind-Gefängnis in El Salvador. Was passiert denn eigentlich, wenn die Kinder zu alt für den Kindergarten sind? Gehen sie zu ihren Familien zurück? Das ist genau das Problem. Manche Kinder haben nämlich überhaupt keine Familie. Wenn die Mutter schon im Gefängnis ist, ist der Vater meist auch dort. Oder tot. Und wenn die Kinder 5 Jahre alt sind, müssen sie raus. Raus aus dem Kindergarten, raus aus dem Gefängnis und sie wissen nicht, wohin. Ich habe wieder 2 Kinder, die bald raus müssen und sie haben niemanden. Niemanden da draußen. Kein Papa, nichts. Und sie können nicht bleiben. Ich kann nur helfen, sie darauf vorzubereiten. Wir erfahren, dass auch Jorges Papa im Gefängnis sitzt und wohl auch noch einige Zeit dort bleiben wird. Und Delmi wird auch noch etwa 3 Jahre im Knast bleiben müssen. Wenn Jorge nächstes Jahr 5 wird, wird er trotzdem gehen müssen. Wohin, ist wie bei vielen anderen Kindern noch unklar. So absurd das klingt. Wenn die Kinder im Alter von 5 Jahren gehen müssen, sind sie teilweise auf sich allein gestellt. Und so können es die Kinder kaum erwarten, dass sie am Nachmittag endlich zurücklaufen können. Zurück zu ihren Müttern, zurück nach Hause, zurück ins Gefängnis. Hattest du einen schönen Tag? Ich habe den ganzen Tag an der Tür auf dich gewartet. Noch ein Jahr darf Jorge im Gefängnis und bei seiner Mama bleiben. Dann wird er das erste Mal die hohen, aber auch sicheren Mauern verlassen. Zurzeit versucht Delmi aus dem Knast heraus, Kontakt zu ihrer Schwester aufzunehmen, bei der ihre anderen 4 Kinder seit ihrer Verhaftung bereits in guten Verhältnissen leben. Glaubst du, das ist ein guter Ort für Jorge, um aufzuwachsen? Nein, natürlich nicht. Niemand sollte hinter Gittern aufwachsen. Aber generell finde ich es schon wichtig, dass er bei mir, seiner Mutter, aufwächst.
Bei mir ist er am sichersten. Angst habe ich nur davor, wenn er nächstes Jahr das Gefängnis verlassen muss. Ich weiß nicht, wohin er gehen soll und er kennt diese Welt nicht. Er war ja noch nie draußen. Unser Fazit: Geht es den Kindern hier gut? Ja. Im Gefängnis sind sie sicher, ärztlich versorgt, wohlbehütet und bei ihren Müttern. Alles okay soweit. Das Problem ist das danach. Solange nicht sichergestellt werden kann, dass die Kinder auch gut betreut werden über das 6. Lebensjahr hinaus, hinkt für mich das ganze Konzept Mutter-Kind-Gefängnis. Blessed is the name. The name be praised. Adios. Muchas gracias. Adios. Adios, Jorge. Wie ist denn eigentlich die typisch syrische Lebensweise? Wir sind zu Besuch bei Familie Abdallah in Bovenden nahe Göttingen. Legt hier rein.